Lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Mai gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Jedoch auch, genau, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Dort mehr Details. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Skorpion im Mai, bitte. Oh, die Liebe. Du hinterfragst die Liebe. Liebe, ein roter Faden im Mai, ganz großes Thema, lieber Skorpion. Es geht um das Thema Liebe an sich. Was ist Liebe? Wie ist die Liebe? Wie fühlt sich die Liebe an? Wen liebe ich? Wer liebt mich? Alles, was dazugehört. Es geht auch um karmische Verbindungen, karmische Beziehungen, Verstrickungen, Lösungen. Wow. Sie sagen, der Mai wird intensiv, aber leicht. Also es ist nichts, was dich, sagen wir es mal so, belastet. Ich glaube eher, es fühlt sich so an, als würdest du sehr in der Wahrnehmung sein, dir selbst gegenüber. Sie sagen, du kommst mehr in die Selbstachtung. Was bedeutet, du achtest mehr auf dich selbst. Bei einigen sind Olivenblätter ausschlaggebend und wichtig, hilfreich, wie auch immer. Du bist gebunden, du bist an etwas gebunden. Es ist wie ein Versprechen oder fast schon ein Gelübde, lieber Skorpion. Es hat mit Täuschung und Verrat zu tun. Es hat mit Selbstverrat zu tun. Wow. Ja. Du verrätst dich selbst. Dies beinhaltet, dass du dir selbst nicht den richtigen Rat gibst, nicht auf den für dich richtigen Rat aus dir heraus hörst. Und wer Rat braucht, lieber Skorpion, der nicht in seinem Wissen ist, in seiner Weisheit. Es kommen keine Themenkarten mehr. Noch einmal. Eine kam noch. Wow. Ja, definitiv. Schau an, du möchtest eine Veränderung, du bittest, du betest. Hier, wir haben zweimal die Gebetshaltung der Hände. Es ist eine Situation da, gut möglich, dass diese Situation florierend ist, doch gleichzeitig sehr an dir zehrt und zerrt. Wasserzeichen, Luftzeichen. Beginnen wir, dir wohnt etwas inne. Ein Schatz, den du so sehr hütest, bewachst, dass du noch nicht bereit bist, dessen volles Potenzial überhaupt einmal in Erwägung zu ziehen, wahrzunehmen.
Doch du wirst eines Besseren belehrt. Und zwar um den 24. Mai darf sich etwas manifestieren, worum du in den letzten 3 Jahren wiederholt gebeten hast, dir gewünscht hast. Es ist etwas, was aus dir herausfließen darf und du hast es ganz unbewusst herausfließen lassen. Ich glaube, du wirst im Mai irgendwann, ja wow, den Moment haben, bei dem du erkennen darfst, dass dort, wo du dich befindest, sei es von der innerlichen Haltung her, sei es von einem Ort, in einer Situation, nichts mehr rauszuholen ist, als das, was ist. Ich glaube, du wirst auch erkennen, wo du dich selbst an der Nase herumgeführt hast bis heute. Es ist eine ganz, ganz große Erkenntnis, wo du gegen dich selbst, also gegen dein Willen und Wollen und dein Gefühl ausgehalten hast, standgehalten hast. Und ich glaube, es ist ein Tag, an dem du entscheiden wirst für dich. Payday oder Heyday. Das bedeutet, mache ich weiter oder gehe ich aus dieser Situation heraus? Gut möglich, dass ein Löwe für dich sehr ausschlaggebend ist, wird, sei es als Ratgeber, sei es als Vorbild, sei es als Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler ist jetzt nicht negativ behaftet, ja, sondern dieser Löwe hat eine Geschichte. Dieser Löwe hat vielleicht mehrere Geschichten und es ist ein ewiges Wiederholen. Und vielleicht wiederholst du ganz unbewusst die Geschichte des Löwen, ohne es zu bemerken. Es ist wie ein Ausdauertraining, das du absolviert hast. Und du denkst, umso länger ich hier standhaft und standfest drin bleibe, irgendwann wird es sich schon auszahlen. Doch, wie gesagt, ich denke, es kommt der Tag, an dem du erkennen wirst, dass es mehr, wow, ja, dass es mehr ertragen, aushalten ist, als dass es sich wirklich für dich auszahlt. Die Welt, ein Zyklus darf enden, ein neuer gleichzeitig beginnen. Er wird in dir beginnen, in dir enden. Im Außen wird es sich noch nicht einmal gleich widerspiegeln. Ich glaube, es ist das Rad des Bewusstseins, dass da wieder ein großes Stück nach vorne gedreht wird. Ich glaube, du lässt sehr, sehr vieles hinter dir und auch sehr, sehr viele Menschen. Du erhebst dich, lieber Skorpion, aus dem Schlamm, dem Sumpf, den Schlingpflanzen, die dich immer schön da haben wollen, wo es für all die am bequemsten ist. Wie gesagt, 24. Mai ausschlaggebend. Zwischen dem 19. und dem 21. Mai
ist es ganz, ganz wichtig, egal um was es geht, dass du dich für dich entscheidest. Das bedeutet, es nicht den anderen recht zu machen, um aus Gewohnheit aufrechtzuerhalten. Sei Angst, oh wow, sei, ja, genau, das Toxische, sei angstfrei. Angstfrei. Angst ist ein Gedankenkonstrukt. Angst vor der Ablehnung, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor was kommt dann. Ich denke auch, dass du eine kleine Bestätigung, große Bestätigung bezüglich eines Erdzeichens, insbesondere einem Steinbock, bekommst. Dies wirst du bereits, ein Steinbock, der ewig jammert und dich auch somit immer wieder aus deinem Fokus bringt. Doch ich glaube, du wirst dich da ganz klar herausnehmen können. Wo liegt dein Fokus? Worauf liegt dein Fokus? Worauf lag er bis jetzt? Worauf möchtest du ihn ab jetzt legen? Jemand, der dich immer wieder an der Nase packt und sagt, du. Kritisiert, lernt, ich denke, du wirst ganz, ganz klar erkennen und du wirst handeln. Wisse, dass ab der 2. Maihälfte für dich die Energien sehr, sehr verändernd sein werden, sofern du bereit bist, nicht auf das zu schauen, was geht, im Sinne, was du zurücklässt, verlierst. Das ist die ganz falsche Ansichtsweise, denn du verlierst nichts, du gewinnst dazu. Und es sind 2 Sachen, die jetzt deine Aufmerksamkeit brauchen, damit du weiterkommst, damit du dich realisieren kannst, damit du dir deinen Wunsch erfüllen kannst. Und das geht aber nicht, wenn du dich weiterhin ständig maßregeln lässt, bevormunden lässt. Und wenn du bevormunden von einem Mitmenschen, von einem Thema, das dich ständig beschäftigt. Es darf alles in den Ausgleich kommen. Alles in die Balance, sofern du bereit bist, dich transportieren zu lassen. Und der Weg wird himmlisch, denn das Neue, was da auf dich wartet, ist frei von Hindernissen. Gut, wir machen weiter im Extended mit mehr Details.
Und im Übrigen, wie man so schön sagt, ganz viele Schutzheilige. Die himmlischen Mächte, lieber Skorpion, sie führen deine Hände. Bis gleich im Extended. Ciao!